Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video und wie ihr seht, mal wieder von meiner Couch. Habt das seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr gesehen. Also damals, als ich YouTube angefangen habe, habe ich mal ganz am Anfang Videos von der Couch gemacht, seitdem nicht mehr. Ja, jetzt sitzen wir wieder hier. Ich habe Mary dabei als besondere Unterstützung. Denn ich habe euch vor circa einer Woche bei Instagram gefragt, mir Fragen zu stellen, dass wir heute mal wieder ein Q&A machen. Ich hatte, als ich mit YouTube angefangen habe, auch immer Q&As gemacht und heute ist so ein bisschen ein besonderer Tag für mich, denn ich habe meinen Play-Button bekommen. Also ich habe noch nicht ausgepackt. Ich hatte das auch vor circa einer Woche schon mal auf Instagram gepostet. Ich muss mich schon ein bisschen zusammenreißen, das Teil nicht auszupacken. Ja, ist schon ein bisschen, ja, nach so einer langen Zeit, wenn man YouTube gemacht hat, 3, 4 Jahre und hat immer darauf hingearbeitet, ist es halt schon was richtig Geiles und das wollte ich natürlich mit euch teilen, diesen Moment. Und dementsprechend, um das auch ein bisschen so zu feiern, ein bisschen Q&A machen. Ja, machen wir das Teil mal auf. Vor allem ist auch, weißt du, ich habe eigentlich gedacht, so diese schöne schwarze YouTube-Verpackung, die ich auch schon bei anderen gesehen habe. Und dann kommt das an und erstmal hier Klebeband. Zollbeschau. Grüße gehen raus an den deutschen Zoll, vielen Dank. Vielleicht wollten die einfach schauen, für wen ist das Teil. Steht da nicht nur drauf. Also bevor ich das aufmache, für die Leute, die das vielleicht interessiert, wie sowas funktioniert, wenn man die 100.000 voll hat, dann bekommt man anscheinend normalerweise eine E-Mail, in der man aufgefordert wird, seine Daten anzugeben und sowas. Bei mir kam das nie. Ich musste dann selbst YouTube kontaktieren, aber dann ging es relativ schnell, also 2 oder 3 Tage. Ja. Okay, da ist erstmal so ein Schreiben dabei, wo drauf steht, man hat irgendwas Besonderes erreicht, indem man 100.000 Abonnenten erreicht hat. Okay, ich lese mir das nicht durch. Was? Schön, oder? Dreh's um. Zeig's allen. Ja, Sehr krass. das ist echt viel geiler, als ich eigentlich dachte, dieses Teil. Ich dachte, du tatst es in der Mitte an. Nein. Direkt zerstört. Nein, ich habe mich zusammengerissen. Ich habe jetzt nicht auf die spiegelnde Oberfläche gepackt. Ja, Sehr cool. Wo hängst du ihn auf? ich habe keine Ahnung. Ich muss mal einen Platz suchen, wo ich das Teil dann hinhänge. Auf jeden Fall irgendwo in den Hintergrund, wie das natürlich alle anderen auch machen. Aber ja, das ist schon so was Besonderes, weil es ist halt was, das kann man sich auch nicht kaufen. Man kann sich das nur erarbeiten. Den nächsten gibt es bei 1 Million, also abonniert mal fleißig weiter, ja. Ja, auf 1 Million. Ich muss auch sagen, als ich immer angefangen habe, habe ich gedacht, diesen Content, den ich hier mache auf meinem Kanal, der ist ja schon ein bisschen spezieller und auch Dinge, die sonst keiner macht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Besondere daran. Ich versuche auch, dem gerecht zu werden, dass ich auch das immer weiterhin so mache, wie ich das bisher gemacht habe. Ist natürlich auch immer schwierig, sich neue Videos einfallen zu lassen, aber keine Sorge, ich habe noch viele, viele Ideen. Ja. Viele Ideen kommen auch immer hier. Ja, das wissen viele nicht, aber das erzählen wir im PC-Bau-Video, das wir auch gerade zusammen drehen, wie wir uns mal kennengelernt haben. Das ist auch eine interessante Sache. Das stimmt. Und Nicht alltäglich. genau. Vieles von dem, was ich auch mache, ja, im Hintergrund kommen immer so ein paar Tipps von ihr, deswegen habe ich sie auch dabei und das erzählen wir alles im PC-Bau-Video, ist ein bisschen zu viel jetzt für dieses Video. Ja. Was ich sagen wollte ist, damals, als ich so vielleicht 10.000 Subscriber hatte oder 5.000, habe ich mir gedacht, okay, mit diesem ganz speziellen halt Physik-Stickstoff-Overclocking-Content und sowas, da komme ich vielleicht mal in 5 Jahren auf 20.000 Abonnenten oder sowas. Ja, jetzt bin ich bei 126.000. Verrückt, richtig verrückt. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch alle für die ganze Unterstützung, für alles über die Jahre. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ich versuche auch da immer viel zurückzugeben. Das ist natürlich auch immer schwierig. Ich würde gerne jeden Kommentar beantworten von euch, den ich lese. Kann ich natürlich nicht, weil ich meine, wenn an einem Video irgendwie 600, 700 Kommentare sind, ja, dann würde das ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich versuche es wirklich und ja, vielen, vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mit dem Q&A weiter. Ich habe mir die Fragen noch nicht durchgelesen, sonst ist es ja langweilig, das überlasse ich Ich ihr. habe schon ein paar durchgelesen. Ja, sie hat mal eure besten Fragen rausgesucht. RX Vega 56 oder GTX 1070? Also ja, die meisten werden es wissen, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Fanboy für eine Firma oder sowas, ja, aber die AMD-Grafikkarten, die haben einfach eine viel höhere Leistungsaufnahme als die Nvidia-Karten.
in dem Fall würde ich eine 1070 bevorzugen. Kannst du mal deine Graka-Sammlung zeigen? Das könnte man tatsächlich mal als Video machen. Also ich habe noch viel mehr als das, was hier steht. Ich komme ja ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus dem Süden von Deutschland und da liegt noch so viel Hardware rum. Ja, vielleicht können wir da mal ein Video zu machen. Also ich sammle schon sehr, sehr lange Hardware. Ich werde auch teilweise dazu gezwungen, ein bisschen Hardware wieder zu verkaufen. Aber ja, meine Schätzchen, die gebe ich nicht her. Ja? Also so gerade die ganzen Ares-Karten, die Mars-Karten, die im Hintergrund zu sehen sind, die bleiben auf jeden Fall da. Aber da können wir mal ein Video zu machen. Gerne. Könntest du dir einen anderen Job vorstellen? Gar keinen Fall. Also wenn man mal sowas angefangen hat, gerade mein Alltagsjob ist ja bei Case King und es ist auch kein alltäglicher Job. Viele wissen ja auch nicht genau, was ich da mache oder können sich das nicht genau vorstellen. Vieles von dem, was ich mache, hängt auch zusammen mit Produktentwicklungen, eigene Produkte, die wir machen. Also Daily Diemate ist so entstanden. Jetzt arbeiten wir gerade an einer ganz anderen Produktlinie, die, wenn alles klappt, wir noch dieses Jahr vorstellen. Da kommt natürlich auch viel auf meinem Kanal dazu. Dann diese ganzen speziellen Overclocking-Produkte, zum Beispiel, es kommt ein Direct Die Frame für die neuen 9900K CPUs, das kann ich schon mal verraten. Direct Die Frame für Skylake X und diese ganzen Sachen, die natürlich im Hintergrund passieren, die Produkte, die mache ich eigentlich alle selbst. Dann, also CAD konstruieren, dann begleite ich den ganzen Prototypenvorgang, mache die Verpackungen dafür, begleite dann alles bis in die Massenfertigung, bis es im Verkauf ist. Dann gebe ich das Ganze ab an meine Kollegen von Case King, die dann eben Einkauf, Verkauf machen. Das passiert sehr, sehr viel, die ganzen YouTube-Projekte, die ich bei Case King betreue und ja, ich würde nie wieder was anderes machen. Lohnt es sich, einen i7 7700K zu köpfen, weil Liquid Metal ja schnell seine Haltbarkeit verliert? Ja, lohnt sich. Liquid Metal verliert eigentlich nicht wirklich die Haltbarkeit, sondern es kommt eher darauf an, welches Produkt man genau verwendet und wie man das auch verarbeitet. Wenn ihr einen vernickelten Heatspatter verwendet, also einen Standard Intel Heatspatter, dann ist das eigentlich kein Problem. Dann trocknet es in der Regel auch nicht aus. Wenn es austrocknet nach einem halben Jahr oder einem Jahr, dann macht man es halt schnell neu. Ich meine, wenn man jetzt nicht gerade ein Hardtube-System hat, dann geht es in einer Stunde oder sowas, aber ich würde es trotzdem empfehlen. Ja. Wie teuer sind so ein paar extreme Overclocking-Tage bei Asus ungefähr? Das ist die Frage, ob ich sowas verraten darf, aber ja gut, Asus kann sich im Nachhinein beschweren. Frage. Ja. Es ist tatsächlich sehr, sehr teuer. Also so ein Event ist ja nicht nur die 3-4 Tage, die wir da machen, sondern da hängen vorher 4 Wochen Vorbereitung dran, die testen hunderte CPUs, Mainboards. Das sind dann 5, 6, 7 Leute, die sich Vollzeit darum kümmern. Dann natürlich das Event an sich, der Flüssigstickstoff ist ja verhältnismäßig günstig. Das kostet vielleicht ein Tausender für die ganze Woche, das geht noch für ein Unternehmen. Flüssighelium, ja, das war manchmal vielleicht schon so 10.000 Euro für eine Woche, das wird dann schon wieder happig. Aber was natürlich auch dazu kommt, wenn wir dann 5, 6 Leute sind, die aus der ganzen Welt kommen, sei es jetzt, letztes Mal hatten wir Griechenland, Rumänien, Japan, ich aus Deutschland, ja, da kommen viele Kosten zusammen für Flüge, Hotel, also insgesamt ist so ein Event auf jeden Fall, ich würde mal sagen, 20.000, 30.000 Euro aufwärts. Lohnt es sich, einen Ryzen 7 2700X zu köpfen für Gaming? Nein. Also ganz kurz gesagt, die CPUs sind verlötet. Ja, bei den AMD-CPUs ist es so, dass der Temperaturvorteil durchs Köpfen, wenn die verlötet sind, sehr, sehr klein ist. Und es ist auch so, selbst wenn du die Temperatur dann um 5 Grad senken kannst, dann hast du da keinen Vorteil dadurch. Also du kannst die CPU dann nicht höher takten, weil die AMD-CPUs sich sowieso sehr schlecht takten lassen. Dementsprechend würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Also ich habe da, glaube ich, auch mal ein Video zu gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, ich würde es nicht empfehlen, nein. Ist es riskant, den 9900K zu köpfen? Nein. Also wir haben das bei Case King getestet mit mittlerweile, ich sag mal 60 oder 70 CPUs. Funktionieren alle noch. Dementsprechend würde ich sagen, das Risiko ist klein. Der Vorteil ist natürlich auch bei der CPU relativ gering. Muss man wirklich nur machen, wenn man das letzte Megahertz aus der CPU rausholen will, okay, dann macht es, aber ansonsten, weil die CPUs ja verlötet sind, ich habe ja auch in einem Video gezeigt, dass es eher daran liegt, dass der Chip so hoch ist, dass die so warm werden, dementsprechend, ja, ich würde eher davon abraten, außer, ja, ihr wollt wirklich das letzte Megahertz rausholen. Mal eine ganz private Frage. Was machst du für Sport? Ja, aktuell nicht viel. Ja, also ich habe Anfang des Jahres, so die erste Jahreshälfte, habe ich wieder sehr viel Sport gemacht. Ja. War ich sehr viel im Fitnessstudio, so alle 2 Tage. Da hatte ich noch die Zeit dazu. Die letzten 2, 3 Monate waren sehr schwierig. Es gab eben viele Messen, also Computex, Gamescom, IFA. Die müssen ja alle
vorbereitet werden. Wir machen Systeme dafür. Dann bin ich viel im Ausland dafür unterwegs. Ich war in Portugal, ich weiß gar nicht, wo ich überall war. Ich war auf jeden Fall sehr viel unterwegs. Da ist der Sport ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ansonsten, ich liebe Snowboarden. Ich weiß nicht, ob das als Sport zählt. Kartfahren, ich liebe Kartfahren mittlerweile. Ja, Rennsport natürlich, aber Macht mit ihm übrigens keinen Spaß. ja. Ansonsten, ja, ich mache nicht mehr viel Sport. Ich sollte es wieder machen, aber ich mache aktuell nicht viel. Was ist das Beeindruckendste an einem Nissan GT-R? Dass er fährt, wenn er ganz ist. Ja, also für die es nicht wissen, also falls ihr mir bei Instagram folgt, dann wisst ihr das. Also ich fahre ja einen Nissan GT-R R35, Baujahr 2017. Ich hatte einen leichten Konflikt mit den Gesetzen der Physik. Ja. Ich wollte nach rechts, das Auto aber nicht. Ich bin ein bisschen zu schnell abgebogen, sagen wir es mal so. Bin im Graben gelandet mit meinem GT-R, das tat mir schon ein bisschen weh. Und aktuell ist er bei Brömmler Motorsport, also wer sich mit GT-Rs auskennt, der kennt auch Brömmler und die kümmern sich aktuell um einen GT-R. Der Schaden ist jetzt nicht so krass ausgefallen, weil es eben halt, ich bin nur ins Gras gefahren, das war jetzt nicht so übel, aber Frontschürze wird getauscht, Heckschürze wird getauscht, dann der Klimakühler war, glaube ich, auch beschädigt. Unterboden muss ersetzt werden und ja, Unterboden beim GT-R ist ja aus Carbon und kostet ein bisschen was. Zum Glück eine Vollkaskoversicherung, ja, das hat mir nochmal so ein bisschen den Arsch gerettet, aber ansonsten, und um auf die Frage zurückzukommen, was das Beeindruckende an einem GT-R ist, für mich ist es das Image von dem Auto. Das ist einfach irgendwie was ganz Besonderes, also schon seit 10 Jahren oder sowas, ich liebe einfach immer den GT-R. Ich wollte immer einen GT-R haben, das ist natürlich ein Auto, was jetzt nicht günstig ist in der Anschaffung, verglichen aber mit einem, keine Ahnung, Audi R8 oder sowas. Es ist relativ günstig, man bekommt eben extrem viel Leistung für den Preis und für mich ist halt Nissan als Marke, als Image halt was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie Porsche fahren würde oder sowas. Da bekommt man immer gleich Hate oder sowas und Nissan GT-R ist halt einfach ein richtig geiles Prestigeauto und die Leistung, die ist halt einfach der Hammer. Also wenn man mal ein GT-R gefahren ist, vor allem mit ein kleines bisschen mehr Leistung, die gehen halt einfach krass ab. Und das ist das absolut Besondere für mich daran, ja. Welche ist deine Lieblings-CPU im Bereich Overclocking und welche im Bereich Gaming? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist vor allem, ob das sich auf aktuelle CPUs bezieht. Falls ja, im Bereich Gaming würde ich aktuell immer noch den 8700K, dem 9900K vorziehen, weil die CPU ein bisschen günstiger ist und die Zweikante mehr von 9900K bringen einem in der Regel nicht wirklich viel. Das heißt, ein 8700K ist für Gaming eigentlich immer noch absolut top. Im Bereich Overclocking, was ich sehr interessant fand, ist tatsächlich Kaby Lake X. Das sind CPUs, die eigentlich fast keiner gekauft oder verwendet hat. Also für X299, für den Sockel 2066, die Kaby Lake CPUs. Das Besondere an denen ist, dass die eine Platine haben, die Intel extra dafür entwickelt hat für Overclocking. Also es ist wirklich auch kein Marketing-Spruch oder sowas. Und die Platine war sehr dick, die hatten extra viel Kontakte für Kernspannung und für Ground. Dementsprechend, die CPUs ließen sich auch mit Physik-Schickstoff einfach richtig krass gut takten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich eine CPU, die auf der Plattform gesehen sehr speziell und sehr schwierig ist und eigentlich nicht wirklich Sinn macht, weil eine 16-Lane PC-Express-CPU auf so ein großes Board zu packen, wo das Board teurer ist als die CPU, war jetzt nicht wirklich sinnvoll, aber Overclocking technisch gesehen eine sehr interessante CPU. Wie kam es zum Extreme Overclocking? Also zum Extreme Overclocking bin ich gekommen, weil ich lese schon sehr, sehr lange PC Games Hardware. Das war für mich so der Einstieg in das Ganze, als ich so, ich weiß nicht, 12, 13 war. Ich wollte einfach wissen, wie ein PC funktioniert. Ich wollte einfach das Wissen haben, dass ich alles darüber weiß. Das war einfach, ich wollte es einfach wissen. Dann habe ich angefangen, PC Games Hardware zu lesen, was halt als Einstieg wirklich sehr, sehr gut ist, weil die handeln alle möglichen Themen ab und wenn man das für ein paar Jahre liest, dann bekommt man schon so ein richtig gutes Basiswissen. Und da gab es mal, ich glaube, das war 2006, oder 2005, sowas in der Richtung, gab es einen Artikel mit Michael Schnetzer, hieß der, von Awardfabrik. Ich weiß nicht, ob es die Seite überhaupt noch gibt, ich war schon lange nicht mehr da. Da hat er gezeigt, wie man eine CPU mit Flüssigschickstoff übertaktet. Und also das ist verglichen mit dem, was wir heute machen, schon ein bisschen anders. Wir sind jetzt deutlich professioneller geworden in der Hinsicht, sage ich mal. Das ist viel anspruchsvoller geworden. Aber es war für mich einfach so richtig verrückt. Und ich hab das gesehen und habe mir gedacht, krass, die haben das Video über ihn gemacht und die Leute haben ihn auch so ein bisschen bewundert. Und dann habe ich Kingpin gesehen. Kingpin, der mittlerweile für EVGA arbeitet, damals noch nicht. Und der war damals wirklich so eine richtige Ikone für mich. Dann habe ich halt gesehen, der hat
so krass viele Weltrekorde gebrochen und ja, war halt sehr bekannt im Internet und das hat mich schon irgendwo beeindruckt und auch animiert, das Gleiche irgendwo zu machen. Also ja, so habe ich mich dann entschlossen, ich will das auch mal machen und meine Eltern haben sich sehr gefreut, als ich angekommen bin und gesagt habe, ey, ich will jetzt mal ein bisschen Flüssigstickstoff kaufen. Und dann haben die gesagt, sonst ist alles in Ordnung bei dir. Nein, also ich habe schon sehr viel Support trotzdem bekommen, aber ja, es war ein schwieriger und sehr langer Weg bis dahin. Natürlich, damals hatte ich jetzt auch nicht so viel Geld. Also ich war 16, 17, ich hatte immer Jobs nebenbei. Also ich habe damals schon bei einer Firma gearbeitet, wo wir so Dreh- und Frästeile hergestellt haben, wo ich dann an einer Drehmaschine gearbeitet habe. Das hat mir dann auch den Einstieg gegeben, meine ersten eigenen Flüssigstickstoffkühler zu konstruieren und zu bauen, selber herzustellen. Das habe ich damals, ich glaube 2007 dann gemacht, auch im PC Games Hardware Forum vorgestellt und so bin ich dann immer mehr in diese ganze Maschinerie reingeraten. Ja. Mittlerweile ist das jetzt schon über 10 Jahre her. Was lohnt sich zurzeit mehr? Fertig-PC kaufen oder selber zusammenbauen? Es lohnt sich immer, selber zusammenzubauen. Also ich kenne viele, die sagen, okay, ich habe keinen Bock, das selber zusammenzubauen und ich nehme lieber die Extra-Garantie mit, weil was viele machen, was wir auch bei CaseKing anbieten, wenn wir einen Fertig-PC verkaufen, dann verkaufen wir den mit 3 Jahre Garantie. Wenn ihr euch die eigenen Komponenten kauft, dann habt ihr in der Regel nur 2 Jahre Garantie, Schrägstrich Gewährleistung. Und ich kenne viele, die halt sagen, ich investiere jetzt hier 2.000, 3.000 Euro, dann will ich einfach 1 Jahr mehr Garantie haben. Das ist vielen extrem wichtig. Deswegen kaufen die sich dann lieber einen fertig zusammengebauten PC. Kann ich absolut verstehen. Da ich aber auch das selbst liebe, PCs zu bauen, einfach ja, basteln ist halt geil. Deswegen verstehe ich auch, wenn man das selber macht. Hast du mal Lust, ein Oldschool-Übertaktungsvideo zu machen? Absolut, das machen wir auch. Ich habe mir einen L1N64 SLI-WS gekauft. Die meisten Leute werden sich jetzt denken, was faselt der da? Ja, es ist ein Board, mit dem für mich auch vieles, also ich verbinde mit dem sehr viel, mit dem habe ich das meiste so ein bisschen angefangen. Das war damals ein AMD-Board mit 2 AMD FX-CPUs, 2 Dual-Core-CPUs. Ich glaube, es kam auch 2006, 2007 raus. Davon habe ich mir mittlerweile 3 Stück besorgt, dass wir da ein bisschen was Cooles mitmachen können, weil eins davon war defekt, musste ich einen BIOS-Chip von dem anderen klauen und so weiter. Machen wir auf jeden Fall mal ein Retro-Video dazu. Kann man tote CPUs von dir irgendwie bekommen? Die Frage bekomme ich tatsächlich gerade auf Instagram relativ häufig, wenn ich da so ein Video mache, wie ich CPUs in eine Box werfe. Also es geht halt mal ab und zu mal was kaputt. Ich mache tatsächlich gar nicht so viel kaputt. Ja? Also ich habe zwar einen schlechten Ruf in der Hinsicht, aber ich mache gar nicht so viele CPUs kaputt. Die meisten kommen halt auf andere Wege zu mir. Ich möchte jetzt da keinen anschwärzen. Auf jeden Fall, ja, die Möglichkeit gibt es ab und zu mal. Wir machen zum Beispiel so Schlüsselanhänger über CaseKing, die wir dann ab und zu mal verlosen. Aber wir haben jetzt halt auch nicht hunderte davon, deswegen kann ich jetzt auch nicht anfangen, die irgendwie herauszugeben. Aber es gibt immer wieder mal so Möglichkeiten, gerade CaseKing Facebook könnt ihr zum Beispiel schauen, da verlosen wir ab und zu welche. Wieso habt ihr das Mainboard und die CPUs gesprayt? Achso, ja, wir haben Weihnachtsdeko gemacht für CaseKing. Also wir haben ja auch mal eine Weihnachtsfeier bei CaseKing und bei uns zieht sich halt alles durch mit Hardware. Ja? Also bei uns arbeiten halt auch eigentlich nur wirklich Enthusiasten. Jeder bei uns liebt seinen Job, das ist einfach so. Und deswegen ist auch bei uns die Deko am Weihnachtsbaum, da sind halt Grafikkarten drauf, Mainboards, RAM-Riegel. Und da hatte ich letztes Video auch bei Instagram wieder gepostet, wo wir Hardware lackiert haben. Und das war tatsächlich für die CaseKing Weihnachtsfeier. Wie kann es sein, dass du nicht schwebelst? Heißt das schwebelst? Wie spricht man das aus? Wie kann es eigentlich sein, dass du nicht schwebelst? Ich habe mir das hart abtrainiert. Also ich kann es immer noch. Ich komme ja ursprünglich aus dem Raum von Heilbronn. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich kein Deutsch rede. Muss ich mir zumindest immer anhören. Oder wenn ich mal da bin und dann zurückkomme in die Zivilisation. Nein, so schlimm ist es nicht. Eigentlich liebe ich die Gegend da unten, ja. Aber natürlich ist es für mich auch schwierig, wenn ich jetzt YouTube-Videos machen möchte, so krass im Dialekt zu reden. Ich kann das noch, aber ist vielleicht für manche schwer zu verstehen. Deswegen habe ich mir das über die Jahre irgendwann mal abtrainiert. So, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Fragen für heute. Vielen, vielen Dank nochmal für alles, für den Support. Ich wollte irgendwann mal nochmal so ein 100.000 Subscriber Special Video machen. Das machen wir auch noch. Ich habe es nicht vergessen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe aktuell noch ganz viele andere Projekte. Wir gehen jetzt gleich erstmal rüber in mein anderes Zimmer, bauen einen PC, weil wir bauen meinen neuen PC. Ich muss mir auch immer anhören, was ich für einen Rechner habe. Das hat jetzt ein Ende. Ihr seht in dem Video dann warum. Also ich muss mich halt teilweise schon echt blamieren für den PC. Vielen Dank nochmal für euren Support, für die Kommentare, für die Fragen bei Instagram. Ich hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.